Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zu einem neuen Video. Wir werden gemeinsam eine Garderobe herstellen aus Massiv-Kernbuche. Seid gespannt, wie ich die einzelnen Verbindungen herstelle, wie das ganze Projekt entsteht und wächst. Bleibt also dran bis zum Ende, wenn euch interessiert, wie ich das Ganze umsetzen werde. Habt viel Spaß dabei und nehmt was mit für euch. Ja, so schaut das Ganze bei mir aus. Ich mache erstmal eine grobe Zeichnung bei der Kundschaft, mache dann verschiedene CAD-Vorlagen und stimme das Ganze ab. Und dann gibt es eine Stückliste, wo alle Teile aufgeschrieben sind, wie der Zuschnitt ist. Und mit dem Ganzen werden wir jetzt auch starten. Das heißt, ich werde die Leimholzplatten erstmal in Streifen schneiden, dann die Kanten besäumen, das heißt hobeln, damit ich eine glatte Fläche habe und dann erst die Längen zuschneiden. Zum Einfräsen der Rückwand verwende ich einen Falzfräser. Der hat normalerweise hier ein Anlaufkugellager. Ja, die Rückwand hat nur 5 mm, der Abstand ist mir zu groß, sodass ich hier auf die Anschlagbacken gehe und so die Rückwand nun jetzt einfräsen werde. Ja, bevor ich die Rückwand einfräse, schaue ich mir das Holz immer an. Das ist eine Kernbuche. Ich möchte hier die dunklen Stellen nachher im Sichtbereich der Garderobe haben. Das heißt, ich überlege genau, wo die Rückwand eingefräst wird. In diesem Fall werde ich die hier einfräsen. Und so lege ich das Werkstück jetzt auf. Fixiere das Ganze, damit es nicht wegrutscht. Und dann kann es losgehen. Also für die, die nicht so oft mit der Oberfräse arbeiten, jetzt 2, 3 Tipps, die ihr vielleicht benutzen könnt, um euch sicherer zu werden im Umgang mit der Oberfräse. So, also wir starten mit dem Ansetzen der Maschine. Wie gesagt, hier der Fräser wird so eingestellt, dass die Lücke, wie gesagt, diese Anschlagbacken verschieben wir so weit zusammen, dass der Fräser ziemlich eng gepackt ist. Die Schneide sollte sich hier nicht irgendwo am Anschlag treffen und so ist die Gefahr schon mal geringer, dass man reinkippt am Start. Die Gefahr am Anfang ist immer, dass man nicht sauber am Anschlag anlegt und die Maschine sich da reinkippt und dann hat man hier schon mal eine erste Fehlfräsung drin. Das zweite Wichtige ist, dass man außen ansetzt natürlich. Und ich versuche jetzt, obwohl ich die mit beiden Händen halte, hier ein Gefühl für den Anschlag zu kriegen. Und ich drücke mit der rechten Hand, die auf dem Werkstück sitzt, natürlich deutlich mehr wie mit der linken. Mit der linken halte ich nur die Maschine fest und rechts versuche ich, das Gefühl auf den Anschlag aufzubauen. So. Und erst dann, wenn ich das habe, starte ich mit dem Ja, der Start ist eigentlich immer das Kritischste beim Fräsen mit der Oberfräse. Und zwar so lange, bis die zweite Kufe auch auf dem Werkstück aufliegt.
Und dann hat die Maschine einen optimalen Halt, eine optimale Führung rechts und links und hier auf der Auflagefläche. Dann kann man auch schon ein bisschen schneller fräsen wie am Start. Am Start muss man sich echt konzentrieren, dass es sauber reingeht. Und jetzt mache ich einen Trick, obwohl ich die hier halte, gebe ich hier auf diese Schraube noch einen Druck auf die Fläche. Und dann bin ich mir noch sicherer, dass ich hier nicht so schnell abkippt, weil die Maschine immer Tendenzen hat, hier abzukippen. Das heißt, mit diesem Trick hier kann ich nochmal die Grundplatte auf die Fläche drücken und ich habe die Maschine immer noch sicher an der Hand. Wenn ich zwischendrin mir unsicher werde und aufhöre mit Fräsen, dann drehe ich die Maschine auf der Fläche einfach nach außen. Schon bin ich weg vom Werkstück und es kann nichts mehr passieren. So, bevor ich das Ende fräse, nochmal den Tipp zum Ausfräsen. Hier, wenn man jetzt hier wild drauf losfräst und nicht aufpasst und hier immer noch den Druck auf der Fläche hat, kann es natürlich wiederum passieren, dass ich hier an der Ecke nach innen kippe über diese Öffnung hier und hier das Werkstück beschädigt wird. Das heißt, hier gehen wir genau gleich vor, nur eben, dass das die Führhand wird, die Führhand, die die Maschine auf die Fläche drückt. Das heißt, ich gehe weg hier vom Druck, halte die Maschine trotzdem noch fest und ich gebe Druck auf diese Kante, auf diesen Knopf, sodass ich hier im Auslauf immer den Druck auf der Fläche habe. Und schon habe ich einen sauberen Falz gefräst mit einem sauberen Auslauf. Mir ist der Falz jetzt noch nicht tief genug bei der dicken Seite. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal 5 mm mit dem Fräser nach unten und fräse noch ein zweites Mal hier nach. So, die Kanten sind sehr scharf, deswegen fahre ich gleich mit dem Schleifblatt mal drüber. Dann ist die Schnittgefahr nicht mehr so groß. Die Schrankseite mache ich jetzt zuerst mal komplett maschinenfertig, das heißt, ich habe hier den Falz drin, habe die hinten ein bisschen entgratet, habe hier den Radius angefräst. Und jetzt, weil ich LED-Licht habe und die Stirnkanten hier ganz schlecht sehe, habe ich die Schrankseite hochkant eingespannt. Jetzt sehe ich hier überall die Hobelschläge vom Planhobeln. Die werde ich jetzt rausschleifen und die Radien verschleifen und dann ist die Kante auch fertig. Und im nächsten Schritt werde ich dann die Fachböden einfräsen, sodass die komplette Seite dann maschinenfertig ist und dann werden wir die ölen. Diese Hobelschläge müssen alle raus. Das sieht nach dem Ölen nicht schön aus. Das heißt, das muss man alles rausschleifen. Zum Schleifen verwende ich im ersten Schritt Korn 100 und dann nehme ich noch ein Korn 120, 150, um das fein zu schleifen, damit es nachher nach dem Ölen eine perfekte Oberfläche gibt. Ist Handarbeit angesagt. Ich werde hier jetzt die Radien verschleifen, das mache ich von Hand. Das gibt das bessere Arbeitsergebnis, weil ich hier so durchziehen kann und den Radius sauber überschleifen kann. Man kann es auch mit der Maschine machen, aber dann kann es sein, man kriegt hier Schleiffehler rein. Und deswegen mache ich das von Hand. Einen sauberen Übergang.
So schaut die perfekte Kante aus, keine Riefen mehr. Immer schön in Längsrichtung geschliffen, keine Querkratzer. Denn alle Fehler kommen nach dem Ölen richtig heftig heraus und man sieht die häufig erst zu spät. Ja, die Schrankseiten sind fertig. Ich habe hier hinten einen Falz für die Rückwand. Hier vorne habe ich einen 3 mm Radius dran. Jetzt geht es darum, wie breit dieser Boden wird oder wie tief in der Richtung. Ich lasse hier einen Rücksprung. Jetzt kann ich vom Falz aus messen 40,3 und so kann ich jetzt die zuvor gesägten Streifen nochmal, die haben ja Übermaß gehabt und so kann ich die jetzt auf das Endmaß bringen. Ja, die Bögen sind jetzt gesägt. Ihr seht hier, hinten ist die bündig mit dem Falz und vorne habe ich einen Rücksprung. Jetzt werde ich hier noch einen Radius anfräsen. Auch gleich. Also so schaut die untere Ecke jetzt aus. Hier. Die 70 mm ist der Sockel, der wird mit Rücksprung angeleimt. Und so wird jetzt dann die untere Ecke des Schrankes nachher ausschauen. So, ich habe jetzt gerade die Abstände ausgerechnet zwischen den Fächern. Und zwar sollen hier 4 Fachböden rein, das heißt, ich habe hier die zusammengeklemmt, habe die Distanz nach oben gemessen, geteilt durch 5 gemacht. Und so habe ich den Abstand ermittelt, der zwischen den einzelnen Fächern angezeichnet werden muss. Also 39,6. Ich habe jetzt hier die Dübel eingezeichnet und damit ich nachher nach dem Schleifen noch weiß, welche Seite die Anlageseite ist, mache ich überall oben jetzt hier am Holz einen Strich dran. Und dann weiß ich, wo ich angelegt habe und kann das nachher beim Verleimen berücksichtigen. Da fräse ich immer von unten und unten ist da auch die Anlageseite. So, vielleicht noch ein Wort zur Dominofräse. Wenn ihr Hartholz fräst, ihr solltet immer den Vorschub entsprechend dem Holz anpassen. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn man jetzt zu schnell runterdrückt. Also ihr seht, ihr kriegt keine vernünftige Fräsung hin, wenn ihr einfach das Ding reinhackt. Was die Maschine macht, sie erzeugt keinen Rückschlag, das heißt anders wie bei einer Flachdübelfräse
bleibt die Maschine auf der Stelle stehen und es gibt keinen Rückschlag, die euch gefährdet in der Form, dass ihr, wenn ihr hier haltet, die Maschine irgendwo in die Finger reinkriegt. Aber nichtsdestotrotz einfach gemütlich runterfliegen und die Maschine arbeiten lassen. Also die Maschine gemütlich nach unten schieben, ihr spürt einen leichten Druck und einfach arbeiten lassen, dann gibt es ein astreines Fräsbild. Ja, was habe ich hier für Ausschnitte gemacht? Das da hinten sind die Fliesen an der Wand, das heißt, das ist der Sockel vom Boden. Den habe ich jetzt hier in der Werkstatt gleich ausgeklinkt, das ist viel einfacher wie vor Ort. Und hier klinke ich gern aus, damit der Schrank, der recht hoch ist, gut steht. Wenn ich doch was Eck machen muss, muss ich nur hier korrigieren und nicht hier komplett den ganzen Bereich absägen, um dann den Schrank gerade zu stellen. Es ist also viel einfacher, entweder was zu unterlegen hier oder dann hier wegnehmen. So, die Teile vom Hochschrank haben wir jetzt alle fertig gerichtet, das heißt Maschinen fertig gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen dabei. Ursprünglich wollte ich nur ein Video zum Projekt machen, aber das ist viel zu lange. Ich habe über 3,5 Stunden Videomaterial zur Verfügung gehabt. Jetzt habe ich immer noch 2 Stunden übrig und bin schon bei 16 Minuten, sodass ich das doch auch wieder aufteilen muss, sonst wird das Video 1 Stunde lang. Das würde natürlich niemand anschauen. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und bleibt gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.